Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Aufbau eines U-Boot-Modells. Teil 5. Einklappbare Tiefenruder. Genau wie das Vorbild soll auch mein Boot einklappbare vordere Tiefenruder bekommen. Ich stelle in diesem Teil den Mechanismus vor, der das bewerkstelligen soll. Da sich die Tiefenruder in zwei Achsen bewegen müssen, benötige ich Kugelgelenke. Der Auslenkungswinkel der Standardmodelle ist mir zu klein, daher habe ich die Kugel modifiziert. Der maximale Auslenkungswinkel konnte dadurch von 40 Grad auf 60 Grad vergrößert werden. Da ich auch die originale M3-Schraube durch ein M2,5-Gewinde ersetzt habe, kann ich das Kugelgelenk in den Hebel schrauben, der aus 3,5 mm GFK gefertigt ist. Den Hebel mit dem Kugelgelenk benötige ich zweimal. Dieses Teil ist aus 4 mm starkem PVCU. Da werden die beiden Kugelgelenke draufgeschraubt und es dient dazu, die beiden Gelenke gleichzeitig nach vorne und nach hinten bewegen zu können. Dadurch werden nachher beide Tiefenruder gleichzeitig nach oben und nach unten gekippt. Jetzt benötige ich noch eine Schubstange, die das PVCU-Teil nach vorne und nach hinten bewegt. Diese hier ist aus 3 mm Messing. Die Montage erfolgt einstellbar mit Hilfe zweier Muttern. Außerdem achte ich bei der Montage darauf, dass der kleine Stift am Ende der Schubstange waagerecht ist und nach rechts zeigt. Der soll nämlich in das obere Loch in diesem Hebel eingeführt werden. Nachdem ich das getan habe, schiebe ich den Hebel an die vorgesehene Position im Rahmen. Und damit er dort bleibt, montiere ich noch die zugehörige Achse. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich die Löcher aufeinander ausrichte. So habe ich erreicht, dass der kleine Stift aus der Schubstange nicht mehr aus der Bohrung im Hebel herausrutschen kann. Nun arretiere ich die Achse noch mit einer Madenschraube. Jetzt, wo alles montiert ist, gleitet das PVCU-Teil im Rahmen nur noch in Längsrichtung. Bewegungen nach rechts und links werden verhindert. Jetzt muss ich noch Hebelteile in den Rahmen montieren, die fürs Ein- und Ausklappen zuständig sind. Immer wenn ich Torsionskräfte auf eine Welle mit Hilfe einer Schraube übertragen will, fräse ich an der Position eine Flachstelle auf die Welle. Dadurch bekomme ich zwei Vorteile. Erstens funktioniert die Kraftübertragung viel besser, weil sich die Welle unter der Schraube nicht wegdrehen kann. Und zweitens, auf der Welle bilden sich Markierungen durch das Festdrehen der Schraube. Dadurch, dass die Markierungen nun auf den Flachstellen sind,
Behindern Sie nicht das Einschieben in die Wellenlager. Jetzt sind alle notwendigen Teile im Rahmen verbaut. Der Rahmen selbst besteht aus GFK-Teilen, die miteinander verklebt sind. Nur der obere Teil des Rahmens besteht aus einem 15 x 15 mm Aluminium-U-Profil. Ich komme nun zur Montage der eigentlichen Tiefenruder. Das hier ist das Gelenk zum Ein- und Ausklappen. Und hier die Welle zum Verstellen des Tiefenruders. Auf der Flachstelle kann man eine Markierung erkennen, wie sie durch die Fixierung mit einer Schraube verursacht wird. In das Tiefenruder ist ein Stellring eingeklebt. Mit dem wird das Ruder auf der Welle mit Hilfe einer Madenschraube fixiert. Die angebrachte Flachstelle sorgt dafür, dass das Ruder nur im richtigen Winkel, bezogen auf den Schlitz im Wellenkopf, angebracht werden kann. In diesen Schlitz wird nämlich der Hebel für die Tiefenruderverstellung eingehängt. Und das ist die Achse, mit dem der Hebel im Schlitz fixiert wird. Die setze ich schon mal ein, damit ich das winzige Teil nicht verliere. Auf die gleiche Art und Weise setze ich das linke Tiefenruder zusammen. Hier kann man das Bugsegment des Rumpfes sehen. Ich habe oben eine Platte eingeklebt, in die man den Tiefenruderrahmen einlegen kann. Es ist nicht ganz so einfach, den Rahmen durch die Öffnung zu bekommen. Wenn er an seinem Platz ist, wird er mit 2 Schrauben fixiert. Erst jetzt kann ich diese beiden Abstandshalter einbauen. Wenn man das vorher macht, passt der Rahmen tatsächlich nicht durch die Öffnung. Die Abstandshalter bestehen aus Alu-Rundmaterial, in die ich ein Sechskant gefräst habe, damit ich sie leicht montieren kann. Jetzt bringe ich erstmal die Tiefenruder-Verstellhebel in Position. Die Achse muss ich kurz nochmal rausnehmen, damit ich den Hebel in den Wellenkopfschlitz einstecken kann. Sobald ich die Achse wieder hereingeschraubt habe, ist der Hebel im Schlitz positioniert. Und jetzt kann ich den Lagerzapfen des Einklappgelenkes in die entsprechende Bohrung stecken. Fehlt nur noch das Tiefenruder auf der anderen Seite. Alle diese Lager und Gelenke befinden sich während des Betriebs des Boots permanent im Wasser. Deshalb habe ich darauf geachtet, dass die ganzen Messinglagerzapfen in Kunststoffbohrungen laufen. Ich hoffe, so können sich die Lagerzapfen nicht festsetzen, wenn man das Boot mal eine Weile nicht benutzt. Das ist mir in der Vergangenheit schon passiert. Da habe ich die Zapfen in Metallbuchsen geführt. Die Zukunft wird zeigen, ob diese Lösung besser ist. Nun muss ich noch die Verbindungsstangen zu den Ausklapphebeln einbauen. Die erste Stange weist einen Höhenversatz auf. Die zweite Stange setze ich ja auch auf den vorderen Zapfen auf
und die kommt dann auf der gleichen Höhe wie die erste Stange am hinteren Zapfen an. Jetzt muss ich nur noch die obere Abschlussplatte montieren. Die habe ich aus 3,5 mm starkem GFK-Material ausgefräst. Da stecken zum einen die oberen Zapfen der Klappgelenke drin. So sind die Klappgelenke oben und unten gelagert, was genügend Stabilität ergeben sollte. In der Mitte werden die Verbindungsstangen der Klapphebel abgedeckt. So können auch die nicht mehr von ihren Zapfen abrutschen. Die beiden Tiefenruder klappen nun schön synchron ein und aus. Auch das Hoch- und Runterstellen ist nun synchronisiert. Natürlich muss ich gleich mal ausprobieren, ob ich die Ruder auch schön über die Antriebshebel bedienen kann. Wie man sieht, klappt alles ganz prima. Damit man sehen kann, wie die ganzen beweglichen Teile zusammenspielen, zeige ich hier einmal eine Computersimulation. Wenn die Tiefenruder ausgeklappt sind, kann man sie mit dem großen Hebel nach oben und nach unten bewegen. Wenn sie eingeklappt sind, bleiben sie in der Mittelstellung, obwohl ich den großen Hebel bewege. So führen sie im eingeklappten Zustand keine ungewollten Bewegungen aus und blockieren im Schacht. Das vordere Tiefenruder ist nun fertig und ich zeige euch in der nächsten Folge, wie ich den Bug und das vordere Technikgerüst zusammenmontiere. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!